Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jonas. Und ich bin Lena. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um ein Thema, das in Deutschland schnell erwachsen macht. Und manchmal auch schnell gestresst. Bank, Konto und Verträge, Handy, Internet, Strom. Also Dinge, bei denen man unterschreibt und später denkt, Moment, war das jetzt 12 Monate oder 24? Neues Wort, Vertrag. Das bedeutet eine schriftliche Vereinbarung mit Regeln und Pflichten. Beispiel: Ich habe einen Vertrag für Internet und Strom. Starten wir mit dem Klassiker. Konto eröffnen. Ich dachte damals, ich gehe kurz zur Bank, bekomme ein Konto, fertig. Süß. In Deutschland ist kurz manchmal eine Lebensphilosophie. Die erste Frage war, haben Sie einen Termin? Und du so, ich habe Hoffnung. Genau. Und dann, haben Sie Unterlagen? Ich hatte nur meinen Pass und gute Absichten. Und dann kommt noch die Frage, welches Kontomodell möchten Sie? Und du willst eigentlich nur eins, dass es funktioniert. Und dass du nicht jedes Mal überrascht wirst, wenn Gebühren auftauchen. Neues Wort: Girokonto. Das bedeutet dein normales Konto für Alltag, Gehalt, Miete und Einkaufen. Beispiel. Mein Gehalt kommt jeden Monat auf mein Girokonto. Neues Wort: Gebühr. Das bedeutet Geld, das du für einen Service bezahlst, zum Beispiel für Kontoführung oder Karten. Beispiel. Für dieses Konto zahle ich eine monatliche Gebühr. Viele machen das heute online und dann kommt die Identifizierung. Ja, dieses Videoident. Du sitzt da, bitte halten Sie den Ausweis ins Licht. Bitte drehen Sie ihn langsam. Bitte nicht wackeln. Und du denkst, ich wollte nur ein Konto. Manche gehen lieber in eine Filiale und sprechen mit einer Person. Ich mag das, weil ich Fragen habe. Und dann sitzt du da im Beratungsgespräch und merkst, Fragen ist besser als später Stress. Neues Wort: Identifizierung. Das bedeutet, du beweist offiziell, wer du bist, zum Beispiel mit Ausweis oder Videoident. Beispiel. Für die Kontoeröffnung brauche ich eine Identifizierung. Neues Wort. Beratungsgespräch. Das bedeutet, ein Termin, bei dem du mit einem Berater alles erklärst und Fragen stellst. Beispiel: Ich habe ein Beratungsgespräch bei der Bank gemacht. Und dann kommt Papier. Immer Papier. Manche wollen Ausweis, Meldebescheinigung, Arbeitsvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung. Ich habe Meldebescheinigung zuerst wie ein Gericht im Restaurant verstanden. Einmal Meldebescheinigung bitte. Ja, aber nein. Das ist einfach ein offizielles Dokument vom Amt. Und manchmal willst du schnell sein, aber das Amt sagt, Termin in 2 Wochen. Deutschland liebt Termine und Formulare. Neues Wort, Unterlagen. Das bedeutet, wichtige Dokumente, die du für etwas brauchst. Beispiel: Bitte bringen Sie alle Unterlagen zur Kontoeröffnung mit. Und jetzt das Wort, das in Deutschland alles freischaltet. Anmelden. Ohne Anmeldung fühlt man sich wie im Testmodus. Weil ohne Anmeldung geht vieles nicht. Konto, Vertrag, manchmal sogar keine richtige Post. Und wenn du es geschafft hast, fühlst du dich plötzlich sehr offiziell. So, ich bin jetzt Teil des Systems. Danach habe ich mich getraut, Dinge zu bestellen, weil ich wusste, die Pakete finden mich. Neues Wort. Anmeldung. Das bedeutet, du registrierst deine Adresse beim Bürgeramt. Beispiel: Ich muss mich nächste Woche in Berlin anmelden. Sobald du ein Konto hast, kommt die nächste Abkürzung: IBAN. Für viele ist das am Anfang ein Zauberspruch. Ich habe meine IBAN einmal falsch abgeschrieben, ein Zahlendreher. Und dann? Dann habe ich 20 Minuten mein Leben hinterfragt, bis ich es gemerkt habe. Danach lernst du immer kopieren, nicht tippen. Und du bekommst noch etwas: Kontoauszüge, digital oder auf Papier. Manchmal brauchst du den Kontoauszug wirklich. Für Wohnungssuche, Behörden oder Nachweise. Neues Wort: IBAN. Das bedeutet
internationale Kontonummer, die du für Zahlungen brauchst. Beispiel. Können Sie mir bitte Ihre IBAN schicken? Neues Wort. Kontoauszug. Das bedeutet eine Übersicht über alle Zahlungen auf deinem Konto. Beispiel. Ich lade meinen Kontoauszug als PDF herunter. Dann lernst du schnell die deutsche Realität. Manche Läden wollen Bargeld. Und du stehst da mit Karte und fühlst dich plötzlich sehr modern und gleichzeitig sehr hilflos. Ich hatte immer so 20 € Notfallgeld dabei. Ich auch, weil nur Bargeld ist hier kein Witz. Das ist ein Lebensstil. Gleichzeitig zahlen andere alles kontaktlos. Deutschland ist manchmal beides. Und dann kommt die Frage: Debitkarte oder Kreditkarte? Bei Hotels oder Mietwagen wird oft eine Kreditkarte erwartet. Danach habe ich verstanden, es gibt Karten mit eigenen Regeln. Neues Wort. Bargeld. Das bedeutet Scheine und Münzen, also Geld zum Anfassen. Beispiel: Ich habe gerade kein Bargeld dabei. Kann ich mit Karte zahlen? Neues Wort. Kreditkarte. Das bedeutet eine Karte, bei der Zahlungen später abgerechnet werden und oft ein Kreditrahmen existiert. Beispiel: Für das Hotel brauchte ich eine Kreditkarte. Und damit du Bargeld hast, musst du es abheben. Abheben klingt wie abfliegen, aber du fliegst nur mit 50 € aus dem Automaten. Ich habe am Anfang bei einem falschen Automaten abgehoben und eine Gebühr bezahlt. Aua. Seitdem erst schauen, dann abheben. Und wenn möglich, Automaten deiner Bank. Und im Ausland können zusätzliche Gebühren kommen. Neues Wort. Abheben. Das bedeutet Geld am Automaten vom Konto holen. Beispiel. Ich hebe am Wochenende Bargeld ab und beim Bezahlen kommt die PIN. Dreimal falsch und die Karte ist beleidigt. Das ist so deutsch. Du hattest 3 Chancen. Ich habe meine PIN früher so geheim gehalten, als wäre sie ein Staatsgeheimnis. Ist auch gut so. Aber bitte nicht auf einen Zettel im Portemonnaie schreiben. Und wenn du sie vergisst, nicht panisch werden. Neues Wort. PIN. Das bedeutet eine geheime Zahl, die du beim Bezahlen oder Abheben eingibst. Beispiel. Ich habe meine PIN vergessen und musste sie neu setzen. Dann kommen die typischen Banksachen. Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift. Überweisung war für mich am Anfang zu offiziell. Dabei ist es nur Geld von A nach B schicken. Ich habe einmal die Miete fast an die falsche IBAN geschickt. Das ist der Moment, wo man lernt, doppelt prüfen. Und du nutzt oft den Verwendungszweck, damit klar ist, wofür du zahlst. Neues Wort. Überweisung. Das bedeutet, du schickst Geld von deinem Konto auf ein anderes Konto. Beispiel: Ich mache die Überweisung für die Miete am Monatsanfang. Dauerauftrag ist dagegen entspannt. Ja, du stellst es einmal ein und es passiert automatisch. Jeden Monat. Für Miete perfekt. Und dann gibt's Lastschrift. Da nimmt die Firma das Geld selbst. Das hat mich am Anfang unruhig gemacht. So, ihr dürft einfach ziehen? Ja, aber du kannst vieles kontrollieren. Und wenn etwas falsch ist, kannst du oft zurückbuchen. Zurückbuchen ist wie undo, nur mit deutscher Bürokratie. Neues Wort. Dauerauftrag. Das bedeutet eine regelmäßige automatische Überweisung, zum Beispiel jeden Monat. Beispiel: Ich habe einen Dauerauftrag für meine Miete eingerichtet. Neues Wort. Lastschrift. Das bedeutet, eine Firma bucht Geld automatisch von deinem Konto ab. Beispiel: Mein Handyvertrag läuft per Lastschrift. Neues Wort. Zurückbuchen. Das bedeutet, eine Abbuchung rückgängig machen, wenn sie falsch war, je nach Frist. Beispiel: Ich habe die falsche Lastschrift zurückgebucht. Und jetzt der Dispo. Das ist diese Minusfreiheit, oder? Genau, du kannst kurz ins Minus, aber die Zinsen sind oft hoch. Ich hatte einmal minus 30 € und fühlte mich wie eine Betrügerin. Dabei ist es erlaubt. Nur nicht bequem werden. Dispo ist wie Schokolade um 2 Uhr nachts. Man kann,
aber man bereut es oft. Neues Wort, Dispo. Das bedeutet ein erlaubter Minusbereich auf deinem Konto. Überziehung. Beispiel: Ich nutze meinen Dispo nur im Notfall. Wechseln wir zu Verträgen. Handyvertrag. Da gibt's oft zwei Wege. Prepaid oder Vertrag. Prepaid fand ich am Anfang leichter. Guthaben drauf, fertig. Beim Vertrag kommt die Laufzeit und plötzlich bist du 2 Jahre zusammen. Genau wie Beziehungen, nur mit Rechnung. Und dann Datenvolumen, EU-Roaming und irgendwo steht noch eine Zusatzoption. Und du merkst erst später, ich zahle für etwas, das ich nie nutze. Das ist das berühmte Kleingedruckte. Neues Wort: Laufzeit. Das bedeutet, wie lange ein Vertrag mindestens gilt. Beispiel. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Neues Wort: Kleingedruckte. Das bedeutet, die kleinen, wichtigen Details im Vertrag, die man leicht übersieht. Beispiel. Im Kleingedruckten stand eine zusätzliche Gebühr. Und wenn du raus willst, kommt die Kündigungsfrist. Ich dachte einmal, ich kündige einfach heute. Und der Vertrag so, sehr schön, wir beenden es in 3 Monaten. Deutschland mag Planung. Wichtig, rechtzeitig kündigen, am besten schriftlich und eine Bestätigung verlangen. Und beim Umzug kann es manchmal ein Sonderkündigungsrecht geben. Zum Beispiel, wenn der Anbieter an der neuen Adresse nicht liefern kann. Klingt wie ein Joker, aber du brauchst natürlich Nachweise. Neues Wort, Kündigungsfrist. Das bedeutet die Zeit, die du vor dem Vertragsende einhalten musst. Beispiel: Meine Kündigungsfrist beträgt 1 Monat. Neues Wort, Sonderkündigungsrecht. Das bedeutet, du darfst früher kündigen, weil es einen besonderen Grund gibt. Zum Beispiel Umzug. Beispiel: Wegen meines Umzugs nutze ich das Sonderkündigungsrecht. Und beim Online-Abschluss gibt's oft Widerruf. 14 Tage rückgängig machen. Das ist wirklich praktisch. Das ist der Moment, wo du denkst, okay, ich habe noch eine Chance. Genau. Und dann Internet zu Hause, Anbieter, Technikertermin, Router, Wartezeit. Wartezeit ist eigentlich die heimliche deutsche Zusatzleistung. Aber wenn's läuft, ist es super. Und vergleichen lohnt sich. Okay, bevor wir zum Ende kommen, einmal Mini-Basics. Sätze, die man wirklich sagt. Ohne Schulgefühl bitte. Versprochen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Welche Unterlagen brauchen Sie? Können Sie mir meine IBAN geben? Ich richte einen Dauerauftrag ein. Wie hoch sind die Gebühren? Ich möchte den Vertrag kündigen. Wie lange ist die Kündigungsfrist? Ich ziehe um. Geht das auch an der neuen Adresse? Können Sie mir das bitte nochmal langsam erklären? Neues Wort: Widerruf. Das bedeutet, du machst einen Vertrag innerhalb einer Frist rückgängig, oft 14 Tage. Beispiel. Ich schicke einen Widerruf, weil ich den Vertrag nicht behalten will. Neues Wort: Anbieter. Das bedeutet, eine Firma, die dir Internet, Handy oder Strom verkauft. Beispiel. Ich vergleiche Anbieter, bevor ich einen Vertrag abschließe. Letztes Kapitel. Strom. Strom ist wie Luft. Du merkst ihn erst, wenn er weg ist. Beim Einzug brauchst du oft den Zählerstand und dann zahlst du monatlich einen Abschlag. Ich habe den Zähler gesucht wie einen Schatz. Und noch ein Tipp. Wenn die Jahresabrechnung kommt, bitte nicht erschrecken. Manchmal bekommst du Geld zurück, manchmal musst du nachzahlen. Wichtig ist nur, Zahlen prüfen, Zählerstand vergleichen und bei Fragen wirklich anrufen oder schreiben. Und bitte aufpassen bei Mails. Phishing gibt's auch bei Banken und Verträgen. Wenn eine Mail Druck macht, lieber nicht klicken, sondern direkt in die App oder auf die offizielle Seite. Neues Wort. Zählerstand. Das bedeutet, die Zahl am Strom- oder Gaszähler, die deinen Verbrauch zeigt. Beispiel: Ich lese den Zählerstand ab und schicke ihn dem Anbieter. Neues Wort. Abschlag. Das bedeutet, ein monatlicher Vorauszahlungsbetrag für Strom oder Gas. Beispiel:
Mein Abschlag für Strom beträgt 60 Euro im Monat. Neues Wort. Phishing. Das bedeutet Betrug, bei dem jemand deine Daten klauen will, oft per Mail oder SMS. Beispiel. Ich klicke nicht auf Links in Phishing-Mails. Frage an euch. Was war euer größter Deutschland-Vertragsschock? Und welches Wort hat euch am meisten verwirrt? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuhören. Und kommt gut durch den Papierkram.